Alter! Hat Alter was tun ab? Brabus-Mode. Oh mein Gott! Junge! So, fertig. Hier vorbei. Nein, wir haben gerade mal das erste Video gedreht zu diesem Schätzchen hier, dem neuen Smart Hashtag 5 Brabus. Ruhrgebiet schreibst du Brabus, ja, B-R-A-B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 -U-S, ne? Brabus. Sehr, sehr schönes Auto. Und jetzt machen wir Pause. Jetzt machen wir wieder dein Lieblingsformat. Okay, komm. Gib Schlüssel. Ja. Auf geht's. Aus. 6.5 hours later. Julian, was hast du wieder gemacht? Ich hab's gefunden. Ja, super. Tschüss. Da ist er, der Schlüssel. Ja, finde ich schon cool. Türgriffe fahren aus. Smart Logo drin. Mhm. Ach, guck mal, das hier ist innen sogar verkleidet. Oh, aber mal vollständiger Erlkönig. Heute ist ja das Event, bei dem das Hashtag 5 hier offiziell zum ersten Mal vorgestellt wird. Und wenn wir jetzt fahren, dann ist die Kiste natürlich noch komplett verkleidet. Und dann haben wir ein cooles Geräusch beim Zumachen. Was dürfen wir, was dürfen wir nicht? Auf jeden Fall Safety First. Netz runter vom Lenkrad. Ich soll hupen, wenn wir losfahren wollen. Ich bin echt gespannt, muss ich sagen. Schöner Moment, wenn man so ein Auto zum ersten Mal fahren darf. Ja. Tschüss. Ciao. Bis übermorgen. Es ist der größte Smart Brabus, den wir je gebaut haben. Das merkt man sofort. Guck mal, du merkst sofort, dass das Ding hat richtig, ich habe richtig Platz. Das ist das allererste, was mir auffällt. Zweite sind sofort die 3 Bildschirme. Vor allem, weil du ja hier bei dir auf der Seite sind die 2 Infotainment-Bildschirme ja nochmal viel, viel größer als mein Driver-Display. Ja, zieh an. Mhm. Auch das wir wirklich ein riesen Panorama da. Das größte Fenster ist das hier. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich finde, wenn du hinten sitzt, siehst du es am meisten. Jetzt hier ein riesiges Panoramadach zu haben. Ich kann sogar noch weiter aufmachen. Halleluja. Guck mal. Das ist schon heftig. Also wir haben hier bestimmt 2,5 Meter Glas drin. Oben. Absolut perfekt. Mega beeindruckend. Erster Eindruck? Würde ich fahren. Ja. Werde ich auch fahren. Guck mal, SL55. Immer noch ein super cooles Auto, oder? Ja. Toller Antrieb. Haben wir damals den K8-Kit für entwickelt. Absolut sensationelle Performance in dem Ding. Aber das ist natürlich komplett was anderes als hier. Wenn wir ein Fahrzeug individualisieren, was es schon gibt, oder ein Auto von vornherein bauen. Technisch völlig unterschiedliche Themen und sind aber auch, was die Projektlaufzeiten, was die Budgets angeht, völlig unterschiedliche Themen. Wenn wir uns normalerweise, um das mal ganz plakativ zu sagen, jetzt ein Auto wie den SL in der Basis schnappen und daraus als Basis dann ein Rocket GTS bauen, oder wenn wir uns einen Maybach nehmen und machen daraus einen Brabus 850, dann ist das ein Prozess, da kannst du davon ausgehen, dass der bei uns ungefähr 1 bis 2 Jahre dauert, bis wir so ein Produkt fertig haben. Aber wenn du jetzt, so wie jetzt hier sagst, dass es eine komplette Integration gibt und eine Reihe an Modellen auf den Markt kommt, die es dann überall oder fast überall auf der Welt auch für fast jeden Kunden von Smart so zu kaufen gibt, dann ist das ein Prozess, der mehrere Jahre läuft. Ach, guck mal, wir sind am Stadion. Stadion, Mercedes-Benz Viel Museum. wichtiger, genau. Das Mercedes-Benz Museum. Warst du mal drin? Nee, noch nie. Noch nie? Nee. Lass uns mal. Wir fahren mal hin, gucken uns das an und uns werden auch einige Schätze aus der Vergangenheit begegnen. Und wir können halt wirklich an mal denen, gucken, ne, was wo wir, kannst du ab 1977 natürlich auch schön nachvollziehen, mit welchen Autos wir uns beschäftigt haben. Ja. Das hier ist der erste Smart Brabus der neuen Generation, der jetzt wirklich auch die Mono Z als typisches Brabus-Rad integriert hat, ab Werk. Oder wenn es um ganz einfache Themen wie sieht das Auto aus, was ist die Formsprache, was passt zu Brabus, was passt nicht zu Brabus, da musst du an X Stellen immer wieder, jahrelang, immer wieder Input geben, immer wieder die Chance nutzen, das Gespräch suchen zwischen den Engineering-Teams, also den technischen Teams, die es bauen, zwischen den Design-Teams, um dann am Ende ein wirklich cooles Resultat wie das hier zu bauen. Das ist schon viel konsequentes Dranbleiben. Wir müssen jetzt eines noch machen, hier ist ganz wichtig, weil Stuttgart ja so eine hochdynamische Teststrecke ist in der Stadt und wir überall 30 fahren dürfen. Müssen wir jetzt unbedingt nochmal auf die Autobahn und du siehst es schon, guck mal hier, ab auf die A81 und dann kommt das Allerbeste an diesem Auto, nämlich der Brabus-Modus. Jetzt ist die Zeit gekommen, um von Komfortmodus umzuschalten auf Brabus-Modus. Oh mein Gott! Ach, er hat die Kamera festgehalten. Junge!
Ey, da was vorne ab. Das ist ja unfassbar. Wirklich, ich habe vorne keine, vorne weniger Traktion als hinten. Das ist krass. So, Ja. guck mal, Rolling Start, ne? Wir sind Ja. 60 bis 120. Alter! Das ist komplett absurd. Entschuldigung. Ich weiß aber, wofür der Soundeffekt da ist. Das war ein Warnton. Junge! Da sagen ja auch immer alle Menschen, du hast ja einen tollen Job, du kannst ja ganz normal Autos fahren. Ich würde sagen, ich muss diese Autos vorher fahren. Guck mal, wir sind jetzt heute mal eine Stunde in dem Auto unterwegs gewesen. Kannst du jetzt mitreden zum Thema Hashtag 5 Bravos? Ja. Kannst du. Ja, auf jeden Fall. Also, dann meinst du, wie viel Papiertiger rumlaufen, die sich mit so einem Auto beschäftigen müssen, aber die Kiste einfach noch nicht gefahren sind. Ja. Und wenn du über das hier redest, dann wissen die nicht, wovon du sprichst. So, da sind wir wieder. Hashtag 5 Bravos, Julian. Was sagst du? Hat voll Spaß gemacht, ne? Unfassbar. Jetzt haben wir nur ein Problem. Jetzt hat einer die Batterie geklaut. Was machen wir jetzt? Nein, also, wie gefällt euch das Auto? Was haltet ihr davon? Der erste und bis jetzt größte und sportlichste SUV von Smart und Brabus, der Hashtag 5. Mich überzeugt das Auto total. Wie wir gerade gemerkt haben, ist der wahnsinnig schnell. Was ist dein Highlight, Julian? Meine Beule Entschuldigung. am Kopf. Das ist mein Highlight. Also für mich nicht nur der Brabus Mode, sondern der Soundeffekt von Brabus Mode. Nein, es ist ein tolles Auto. Absolut tolles Auto. Viel Platz, ist sehr, sehr erwachsen. Echt tolles Infotainment. Ja, fast würde ich sagen unvergleichlich. Also wirklich sehr, sehr, sehr gut. Maximale Potenzial als Daily. So muss sein. Also, sagt mir, was ihr denkt. Ab in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video.